The Rise of Skywalker ist noch nicht mal eine Woche draußen und schon sieht man überall nur noch einen Satz. Ben Solo deserved better. Denn im letzten Teil bekamen wir endlich den Sohn von Han und Leia zu Gesicht, nur um ihn kurz danach sterben zu sehen. Doch es ist nicht nur eine verpasste Chance auf einen äußerst interessanten Character Arc, vielmehr ist es einfach eine falsche Message, die hierdurch vermittelt wird. Ben Solo, Prinz von Alderaan, Jedi-Anwärter unter der Leitung von Luke Skywalker. Schon seit Beginn seines Lebens wird er von Stimmen und Albträumen verfolgt. Wie wir im Abschluss der Skywalker-Saga erfahren, alles dank Palpatine. Diese Stimmen verwirren den Kopf des Jungen und versetzen sowohl Leia als auch Luke in Angst vor dem, was aus ihm werden würde. Und so wird er von seinen Träumen, ein Pilot genau wie sein Vater zu werden, weggerissen und, so wie es für ihn scheint, von seinen Eltern zurückgelassen, um von seinem Onkel großgezogen zu werden. I'm being torn apart. Er fühlt sich verlassen und das von seiner eigenen Familie. I want to be free of this pain. Dazu kommt der von ihm selbst auferlegte Druck, so gut zu werden wie sie. Immerhin wäre er der Sohn von 2 großen Rebellionsgenerälen, von Helden. Der Junge ist verwirrt, in ihm tobt ein riesiger Sturm und dann wacht er eines Nachts auf, nur um in die grüne Klinge seines Meisters, seines Onkels zu blicken. Ben wusste, dass sie Angst vor ihm hatten, er spürte es und nun zog er den für sich einzig logischen Schluss, dass Luke ihn töten wolle. Und so fällt die Hütte, doch Ben Solo ist immer noch nicht tot. Der letzte Comic zur Entstehung von Kylo Ren bestätigt, dass entgegen Lukes Wahrnehmung Ben keiner Seele im Tempel etwas angetan hat. Er habe das Feuer nicht gezündet, doch seine Jedi-Kameraden kaufen ihm das nicht ab. Zumindest nicht nach den Worten, die er davor über Luke verloren hatte. Ben! Wo ist Meister Skywalker? Ach, ihr seid... Stimmt, ihr wart auf einer Mission. Was ist hier passiert? Wo ist Meister Skywalker? Wir spüren ihn nicht. Er griff mich an, Tai, versuchte mich im Schlaf zu töten. Und jetzt ist er tot. Das ist nicht wahr! Er würde niemals irgendjemandem von uns etwas antun. Und du, Ben Solo, könntest ihn niemals... Was? Wo? Denkst du, ich könnte ihn nicht besiegen? Ich bin sogar stärker als ihr 3 zusammen. Ihr wisst alle die Wahrheit, dass ich der beste Schüler hier gewesen bin. Hey, beruhig dich. Da muss mehr hinterstecken. Lass uns reden. Lass mich los! Ich hab dir gesagt, was passiert ist. Dieser ganze Ort ist eine Lüge. Ich gehe. Das solltet ihr auch tun. Du gehst nirgendwo hin. Ach. Tun wir das jetzt wirklich? Nein, tun wir nicht. Ben, rede mit uns. Und ihr nennt euch Jedi. Ihr habt Angst. Geht einfach zur Seite. Denn ich nehme keine Verantwortung für das, was passiert, wenn ich euch bekämpfe. Keine Sorge, Solo. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ruhig nicht! Ich sagte es dir doch. Hör auf, Ben! Nicht, Tai. Ich gebe euch die Chance. Lasst mich einfach gehen. Du glaubst wirklich, du wärst besser als wir? Finden wir es heraus. Letzte Chance. Hätte es nicht besser sagen können. Alles klar. Ah! Ich habe euch gewarnt. Und auf seiner Flucht spricht eine Stimme zu ihm. Wahrscheinlich ist es Snoke, der ihm zuspricht, weswegen er sich nicht zu seiner Mutter begibt, sondern in die Hände seines baldigen Meisters, in die Hände Palpatines, die ihn fortan ständig kontrollieren werden. Es wurde bereits gesagt, der Comic The Rise of Kylo Ren ist ein wichtiger Part für die 9. Episode. Denn laut Gerüchten ist der Tod Ben Solos eine Last-Minute-Entscheidung gewesen und eigentlich hätte er leben sollen, weswegen diese Geschichte umso wichtiger gewesen wäre. Wir sehen, dass Ben niemanden getötet hat, nicht einmal das Feuer legte er, doch alles sah so aus, als ob er es getan hätte, und so gab es für ihn keinen anderen Ausweg. Diese Geschichte soll dem Zuschauer zeigen, dass Ben in die Enge getrieben wurde und nie beabsichtigt hatte, dieses Monster zu werden. Und das sehen wir immer wieder. Nicht nur tötet er seine Mutter nicht, auch ist er gegen die Zerstörung von Hosnian Prime und die des Illenium-Systems. Auch der Konflikt nach Hans Tod ist für seine Entscheidung immens wichtig. Er denkt, dass es ihm endlich Abschluss schaffen würde, aber das tut es nicht. Es zerstört ihn nur noch mehr und Han wusste genau, dass das passieren würde. Thank you. Und eben diese beiden, seine Eltern, taten alles dafür, dass er zurückkommen kann. Alle beide opferten sie sich für das Wiederkehren ihres Sohnes. Doch wo ist der Wert dieses Opfers, wenn das Ganze nur wenige Minuten anhält? Untergräbt das nicht alles, wofür die beiden in der letzten Trilogie in der Skywalker-Saga standen?
Ständig zeigen sich also Zeichen, schon von Anfang an, dass er diesen Weg nicht willens geht, dass er manipuliert wird, und als ihm das im Abschluss endlich klar wird, dass Palpatine jede Stimme in seinem Kopf war, legt sich der Schalter langsam um. I have been every voice you have ever heard inside your head. Und als Leia ihn aufhält, Rey zu töten, kehrt abermals die Vernunft in ihn zurück. Und nach Reys Worten versteht er endlich, dass niemand den größten Jedi nach Skywalker, den Nachfolger der Rebellengeneräle, sucht, sondern Ben Solo, den Sohn von Han und Leia. Doch worin liegt nun diese verpasste Chance? Ganz einfach. Was würde wohl passieren, wenn wir den Anführer der Ersten Ordnung dem Widerstand gegenüberstellen? Wie würden sie reagieren? Sie würden vermutlich sofort alle die Waffen auf ihn richten und Rey müsste sie aufhalten. Was würde dann mit ihm passieren? Würde er es erklären können und würde er versuchen, seine Taten wieder gut zu machen? Niemand kann mir erzählen, dass er Ben Solo, den wohl besten Charakter der Sequel-Trilogie, lieber tot sehen würde, als ihn endlich so leben zu sehen, wie er es immer wollte. Zudem ist Ben Solo einfach ein zu großes Geschenk gewesen. Denn jede einzelne Sekunde, die er auf dem Bildschirm war nichts weniger als perfekt. Man sah, dass er der Sohn von Han Solo ist und dass er vom Jedi aller Jedi gelernt hat. Und was bringt einem all diese hoffnungsvolle Erzählung, dass er im Inneren immer Ben Solo war, wenn man ihn daraufhin sterben lässt? Auch wenn er so genau das erreicht, was sein Großvater nicht geschafft hat, so ist die Nachricht, die das Ganze sendet, doch irgendwie falsch. Sie ist nicht hoffnungsvoll. Vielmehr zeigt sie, dass egal wie viel Gutes du tust, nachdem du dich besinnt hast, am Ende wartet immer der Tod auf dich. All die Jahre zuvor bei Vader gab es einfach keinen anderen Ausweg. Seine Lebenserhaltungssysteme waren gegrillt, die dunkle Seite hatte ihn innerlich als auch äußerlich zerstört und der Rest seiner Lebensenergie war schlicht verkommen. Doch bei Ben ist das völlig anders. Er ist in seinen 20ern und hat noch sein ganzes Leben vor sich. Und im Gegensatz zu seinem Großvater ist er noch kerngesund. Und wie kann eine Zweisamkeit der Macht überhaupt alleine existieren? Der Kern von Star Wars war immer der Funke Hoffnung, der egal wie dunkel die Zeit auch sein mag, immer da sein wird. Und warum lässt man es abermals so enden wie in Return of the Jedi? Warum endet man die Skywalker-Sage, diese generationenüberspannende Geschichte, nicht mit Hoffnung, sondern mit Trauer und Tod?